Hallo zusammen, willkommen zurück beim Einfach Deutsch Lernen Podcast. Euer Lieblingspodcast, um Deutsch zu lernen und euer Leben zu verbessern. Ich bin Lena und wie immer ist mein fantastischer Co-Moderator Max dabei. Max, wie geht's dir heute? Hey Lena, mir geht's super. Voller Energie und bereit für unser heutiges Thema. Und dir? Mir geht's auch gut. Weißt du, ich hatte gestern diesen Moment, wo ich einfach da saß und dachte, warum fühlt es sich an, als ob manche Leute ihr Leben komplett umkrempeln, während andere immer am selben Fleck feststecken? Oh, den Gedanken hatte ich auch schon. Du siehst jemanden, der von Schwierigkeiten zu Erfolg gelangt und du fragst dich, was ist ihr Geheimnis? Haben sie einfach Glück oder machen sie etwas anders? Genau. Und dann dachte ich darüber nach, als ich Deutsch lernte. Am Anfang fühlte es sich unmöglich an. So viele Wörter, so viele Regeln. Aber dann, Stück für Stück, fingen die Dinge an, Sinn zu ergeben. Das stimmt so sehr. Als ich anfing zu lernen, dachte ich immer, wenn ich nur mehr Wörter wüsste, wäre ich fließend. Aber es ging nicht nur um Vokabeln. Es ging darum, Gewohnheiten aufzubauen, meine Denkweise zu ändern und das Gelernte tatsächlich anzuwenden. Und da wurde es mir klar, das Leben ist genauso. Große Veränderungen passieren nicht über Nacht. Es geht nicht um eine riesige Entscheidung. Es geht um die kleinen Veränderungen, die wir jeden Tag machen. Und genau darüber sprechen wir heute, wie du dein Leben verändern kannst. Und bevor wir loslegen, haben wir etwas Besonderes für euch. Wir haben ein kostenloses PDF erstellt, vollgepackt mit praktischen Übungen, die euch helfen, echte Schritte zur Veränderung eures Lebens zu machen. Es enthält wichtige Erkenntnisse aus der heutigen Diskussion, Verständnisfragen zum Testen eures Verständnisses und Grammatikübungen, um euer Vertrauen in eure Deutschkenntnisse zu stärken. Und das ist noch nicht alles. Wir stellen heute auch einige Wörter und Sätze für die Mittelstufe vor. Genau. Und die schauen wir uns später genauer an in Sophies Vokabelecke, wo Sophie diese Wörter und Sätze aufschlüsselt, ihre Bedeutung erklärt und zeigt, wie man sie in echten Gesprächen verwendet. Also bleibt dran. Am Ende dieser Folge habt ihr nicht nur praktische Schritte, um euer Leben zu verändern, sondern auch neues deutsches Vokabular, um eure Ideen noch besser auszudrücken. Weißt du, Max, wenn ich darüber nachdenke, was wir gerade besprochen haben, wie sich das Leben Stück für Stück verändert, frage ich mich, warum so viele Leute überhaupt Schwierigkeiten haben, diese Veränderungen vorzunehmen. Das ist eine tolle Frage. Veränderung klingt aufregend, oder? Ein Neuanfang, ein neuer Beginn. Aber hier ist die Wahrheit. Die meisten Leute machen diese Veränderungen nie wirklich. Warum? Weil Veränderung schwer ist. Lass uns über die häufigsten Gründe sprechen, warum sich Leute festgefahren fühlen. Ja, zuerst ist da die Angst vor dem Scheitern. Viele Leute fragen, was, wenn ich es versuche und scheitere? Aber was, wenn du es versuchst und Erfolg hast? Jede erfolgreiche Person ist auf dem Weg gescheitert. Der Unterschied ist, sie haben weitergemacht. Genau. Der zweite Grund ist fehlende Richtung. Manche Leute wissen, dass sie ein besseres Leben wollen, aber wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Sie denken, sie brauchen einen perfekten Plan, bevor sie handeln. Und dann gibt es negatives Selbstgespräch. Dinge sagen wie, ich werde darin nie gut sein oder ich bin einfach kein Sprachtyp. Diese Gedanken stoppen den Fortschritt, bevor er überhaupt beginnt. Schließlich einer der größten Fallen, auf Motivation warten. Leute sagen, ich fange an, wenn ich mich bereit fühle. Aber hier ist ein Geheimnis. Motivation kommt nach der Aktion, nicht davor. Das erinnert mich daran, als ich mit einer persönlichen Herausforderung zu kämpfen hatte. Ich wartete immer auf den perfekten Moment, um anzufangen. Aber dieser Moment kam nie, bis ich einfach den ersten Schritt machte. Und als ich das tat, fügte sich alles zusammen. Das ist ein großartiger Punkt. Und ich erinnere mich, dass ich mich genauso fühlte, als ich Deutsch lernte. Zuerst dachte ich bin darin nicht gut, aber dann erkannte ich, der einzige Weg, besser zu werden, war, tatsächlich mit dem Üben anzufangen. Genau. Und das bringt uns zu unserer wichtigsten Lektion. Zu verstehen, was dich zurückhält, ist der erste Schritt, um dein Leben zu verändern. Sobald du diese Barrieren erkennst, kannst du anfangen, daran zu arbeiten, sie abzubauen. Also, Max, jetzt, da wir verstehen, was die Leute zurückhält, ist die nächste große Frage. Wie fangen wir tatsächlich an, diese Veränderungen vorzunehmen? Da kommen kleine tägliche Verbesserungen ins Spiel. Die Leute denken oft, sie bräuchten über Nacht eine dramatische Transformation, aber echte Veränderung geschieht allmählich. Hast du von der 1%-Regel gehört? Ja, wenn du dich jeden Tag nur um 1% verbesserst, bist du in einem Jahr 37 Mal besser. Das liegt daran, dass sich kleine Anstrengungen im Laufe der Zeit summieren, genau wie Zinsen auf einem Bankkonto. Genau. Und das knüpft an die Macht der Gewohnheiten an.
James Clear spricht darüber in die 1%-Methode, Atomic Habits, wie Gewohnheiten unsere Identität formen. Kleine Veränderungen mögen anfangs nicht groß erscheinen, aber sie definieren mit der Zeit neu, wer du bist. Richtig, wie nur 10 Minuten am Tag lesen, täglich 5 Minuten Deutsch üben oder sogar negative Gedanken durch positive Affirmationen ersetzen. Und ich liebe Beispiele aus dem echten Leben. Und ich kenne jemanden, der fließend Deutsch gelernt hat, nur indem er jeden Tag Podcasts gehört hat. Er hat nicht mit einem intensiven Lernplan begonnen, nur mit konsequenten kleinen Schritten. Das ist so inspirierend. Die Quintessenz hier ist, kleine, konsequente Handlungen führen im Laufe der Zeit zu großen Ergebnissen. Also, wenn du zuhörst und dich fragst, wo du anfangen sollst, wähle einfach heute eine kleine Gewohnheit aus. Genau. Und weißt du, Max, während Handeln wichtig ist, gibt es etwas noch Grundlegenderes: unsere Denkweise. Denn seien wir ehrlich, wie wir über Veränderung denken, macht den ganzen Unterschied. Absolut. Es gibt etwas, das sich Wachstumsdenken, Growth Mindset versus starres Denken, Fixed Mindset nennt. Wenn du ein Wachstumsdenken hast, glaubst du, ich kann mich verbessern. Aber wenn du ein starres Denken hast, denkst du, ich werde darin nie gut sein. Das ist ein riesiger Unterschied. Und noch etwas. Unser Gehirn ist darauf programmiert, sich auf das zu konzentrieren, worauf wir es trainieren, es zu bemerken. Hast du vom retikulären Aktivierungssystem, RAS, gehört? Ja, deshalb hörst du ein neues Wort plötzlich überall, wenn du es gelernt hast. Dein Gehirn filtert Informationen basierend auf dem, worauf du dich konzentrierst. Also, wenn du dir immer wieder sagst, ich schaffe das nicht, wird dein Gehirn Beweise dafür finden. Aber wenn du sagst, ich verbessere mich jeden Tag, wird sich dein Gehirn stattdessen auf diesen Fortschritt konzentrieren. Deshalb ist es so wirkungsvoll, deinen Geist neu zu programmieren. 3 großartige Wege dafür sind Affirmationen, Visualisierung und Dankbarkeit. Richtig. Positives Selbstgespräch wie ich werde jeden Tag besser hilft, unsere Gedanken neu zu formen. Visualisierung, sich selbst erfolgreich sehen, trickst dein Gehirn aus, zu glauben, dass es möglich ist. Und vergiss die Dankbarkeitspraxis nicht. Wenn du dich darauf konzentrierst, was gut läuft, trainierst du dein Gehirn, Chancen statt Hindernisse zu sehen. Das ist die Macht der Denkweise. Es ist keine Magie. Es geht darum, dein Gehirn so zu trainieren, dass es für dich arbeitet, nicht gegen dich. So wahr. Jetzt, wo wir über die Macht der Denkweise gesprochen haben, gibt es noch etwas, das die Leute zurückhält, auf den richtigen Moment zu warten, um anzufangen. Ja, so viele Leute glauben, dass sie komplett bereit sein müssen, bevor sie handeln. Aber hier ist die Wahrheit, du wirst dich nie ganz bereit fühlen. Genau, Fortschritt kommt vor Selbstvertrauen. Als ich Deutsch lernte, zögerte ich mit dem Sprechen, weil ich mich nicht bereit fühlte. Ich dachte immer, was, wenn ich Fehler mache? Aber je länger ich wartete, desto schwieriger wurde es. Das ist so nachvollziehbar. Aber als du endlich diesen ersten Schritt gemacht hast, was ist passiert? Nun, als ich anfing zu sprechen, merkte ich, dass Fehlermachen Teil des Lernprozesses war. Jedes Gespräch, selbst mit Fehlern, baute mein Selbstvertrauen auf. Ich war nicht perfekt, aber ich verbesserte mich. Und das ist der Schlüssel. Es gibt ein Konzept, das ich liebe. Erledigt ist besser als perfekt. Zu viele Leute zögern mit dem Handeln, weil sie wollen, dass alles genau richtig ist. Aber in Wirklichkeit ist unvollkommenes Handeln immer besser als kein Handeln. Richtig, wenn du auf Perfektion wartest, wirst du nie anfangen. Ob es nun darum geht, Deutsch zu lernen, eine neue Gewohnheit zu beginnen oder eine große Lebensveränderung vorzunehmen, fang einfach an. Kleine Schritte führen im Laufe der Zeit zu großen Verbesserungen. Also hier eine kleine Herausforderung für euch, unsere Zuhörer. Denkt an eine Sache, die ihr aufgeschoben habt. Es könnte sein, Deutsch zu üben, mit einem Trainingsprogramm zu beginnen oder sogar jemanden um Hilfe zu bitten. Und dann macht einfach heute einen kleinen Schritt. Nicht morgen, nicht nächste Woche, heute. Denn Handeln führt zu Schwung und Schwung führt zu Selbstvertrauen. Genau, kleine, konsequente Handlungen über die Zeit erzeugen massive Veränderungen. Also warte nicht auf den perfekten Moment. Mache heute den Tag, an dem du anfängst. Apropos Handeln, hast du jemals bemerkt, wie sehr unsere Umgebung unsere Gewohnheiten und Entscheidungen formt? Es geht nicht nur darum, was wir tun, sondern mit wem und was wir uns umgeben. Absolut. Die Menschen, mit denen du dich umgibst, der Inhalt, den du konsumierst und die Denkweise, die du annimmst, spielen alle eine riesige Rolle bei der Gestaltung deines Lebens. Ja, es gibt ein berühmtes Sprichwort, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Wenn du von negativen, unmotivierten Menschen umgeben bist, ist es schwer, motiviert zu bleiben. Aber wenn du von positiven, zielstrebigen Personen umgeben bist, werden ihre Energie und Gewohnheiten auf dich abfärben. Das stimmt so sehr.
Also, wie können wir eine Umgebung schaffen, die Wachstum unterstützt? Zuerst fang damit an, inspirierenden Menschen zu folgen. Ob Autoren, Redner oder sogar Social-Media-Konten dich positiven Einflüssen auszusetzen, wird deine Denkweise im Laufe der Zeit verändern. Absolut. Und Online-Lerngemeinschaften beizutreten, ist eine weitere großartige Möglichkeit, motiviert zu bleiben. Es gibt so viele Gruppen für Deutschlerner, Buchclubs und persönliche Entwicklung. Wenn du Teil einer Gemeinschaft bist, die Wachstum schätzt, fängst du natürlich auch an, dich zu verbessern. Und genauso wichtig wie das Hinzufügen positiver Einflüsse ist es, die Exposition gegenüber Negativität zu reduzieren. Das könnte bedeuten, die Zeit mit Leuten zu begrenzen, die ständig klagen, oder sogar negative Nachrichten und soziale Medien zu reduzieren, die deine Energie rauben. Das erinnert mich daran, als ich Deutsch lernte, ich fühlte mich festgefahren, bis ich einer Deutsch-Lerngemeinschaft beitrat. Plötzlich hatte ich Leute zum Üben, zum Teilen von Schwierigkeiten und zum Feiern von Fortschritten. Das hat den ganzen Unterschied gemacht. Das ist so ein tolles Beispiel. Die richtige Umgebung schafft Schwung und macht es einfacher zu wachsen und auf Kurs zu bleiben. Also, hier etwas zum Nachdenken. Wer sind die 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst? Helfen sie dir zu wachsen oder halten sie dich zurück? Wenn sie dich nicht dazu bringen, besser zu werden, ist es vielleicht an der Zeit, einige Anpassungen vorzunehmen. Umgib dich mit Menschen und Einflüssen, die dich inspirieren und aufbauen. Und apropos Inspiration, manchmal kann das Lernen neuer Wörter und Sätze uns helfen, unsere Ziele und unsere Denkweise noch besser zu formulieren. Deshalb haben wir Sophie hier, um einige Schlüsselvokabeln aus der heutigen Diskussion aufzuschlüsseln. Absolut. Bühne frei für Sophie. Hallo Deutschlerner, es ist Zeit für Sophies Vokabelanalyse. In der heutigen Folge haben Lena und Max einige großartige Konzepte über Veränderung, Denkweise und Umgebung vorgestellt. Schauen wir uns einige Schlüsselvokabeln genauer an und wie man sie in echten Gesprächen verwendet. Das erste Wort ist zielstrebig. Das bedeutet, dass jemand ein klares Ziel vor Augen hat und entschlossen ist, es zu erreichen. Zum Beispiel, um eine neue Sprache zu lernen, muss man zielstrebig sein und jeden Tag üben. Als nächstes haben wir den Ausdruck, den inneren Schweinehund überwinden. Das bedeutet, die eigene Faulheit oder Unlust zu besiegen, um etwas Wichtiges zu tun. Ein Satz wäre: Ich wollte heute Morgen nicht joggen gehen, aber ich habe meinen inneren Schweinehund überwunden. Dann die Komfortzone verlassen. Das bedeutet, Dinge zu tun, die neu oder ein bisschen beängstigend sind, um zu wachsen. Zum Beispiel, um wirklich Fortschritte zu machen, muss man manchmal die Komfortzone verlassen und schließlich eine Gewohnheit etablieren. Das bedeutet, eine neue Routine in den Alltag zu integrieren. Wie: Es dauert etwa einen Monat, um eine neue Lerngewohnheit zu etablieren. Das war's für die heutige Vokabelanalyse. Zurück zu euch, Lena und Max. Danke, Sophie. Das waren wirklich nützliche Wörter und Sätze. Also, Lena, wenn wir unseren Zuhörern eine Kernaussage aus der heutigen Folge mitgeben müssten, was wäre das? Ich würde sagen, du hast mehr Kontrolle über dein Leben, als du denkst. Kleine Veränderungen, die richtige Denkweise und ein starkes Umfeld können dein Leben komplett verändern. Das stimmt so sehr. Und denk daran, Fortschritt passiert nicht über Nacht, aber jeder Schritt, den du machst, bringt dich näher dorthin, wo du sein möchtest. Und vergesst nicht, unseren kostenlosen PDF-Leitfaden zur heutigen Folge herunterzuladen. Er ist vollgepackt mit praktischen Übungen und Vokabeln, um das Gelernte zu vertiefen. Lasst uns auch in den Kommentaren wissen, was ist eine kleine Veränderung, die ihr heute macht. Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, vergesst nicht, uns zu abonnieren, zu teilen und eine Bewertung zu hinterlassen. Lasst uns gemeinsam weiter wachsen. Bis zum nächsten Mal beim Einfach Deutsch Lernen Podcast. Hallo zusammen, willkommen zurück beim Einfach Deutsch Lernen Podcast. Euer Lieblingspodcast, um Deutsch zu lernen und euer Leben zu verbessern. Ich bin Lena und wie immer ist mein fantastischer Co-Moderator Max dabei. Max, wie geht's dir heute? Hey Lena, mir geht's super. Voller Energie und bereit für unser heutiges Thema. Und dir? Mir geht's auch gut. Weißt du, ich hatte gestern diesen Moment, wo ich einfach da saß und dachte, warum fühlt es sich an, als ob manche Leute ihr Leben komplett umkrempeln, während andere immer am selben Fleck feststecken? Oh, den Gedanken hatte ich auch schon. Du siehst jemanden, der von Schwierigkeiten zu Erfolg gelangt und du fragst dich, was ist ihr Geheimnis? Haben sie einfach Glück oder machen sie etwas anders? Genau. Und dann dachte ich darüber nach, als ich Deutsch lernte. Am Anfang fühlte es sich unmöglich an.
so viele Wörter, so viele Regeln. Aber dann, Stück für Stück, fingen die Dinge an, Sinn zu ergeben. Das stimmt so sehr. Als ich anfing zu lernen, dachte ich immer, wenn ich nur mehr Wörter wüsste, wäre ich fließend. Aber es ging nicht nur um Vokabeln. Es ging darum, Gewohnheiten aufzubauen, meine Denkweise zu ändern und das Gelernte tatsächlich anzuwenden. Und da wurde es mir klar, das Leben ist genauso. Große Veränderungen passieren nicht über Nacht. Es geht nicht um eine riesige Entscheidung. Es geht um die kleinen Veränderungen, die wir jeden Tag machen. Und genau darüber sprechen wir heute, wie du dein Leben verändern kannst. Und bevor wir loslegen, haben wir etwas Besonderes für euch. Wir haben ein kostenloses PDF erstellt, vollgepackt mit praktischen Übungen, die euch helfen, echte Schritte zur Veränderung eures Lebens zu machen. Es enthält wichtige Erkenntnisse aus der heutigen Diskussion, Verständnisfragen zum Testen eures Verständnisses und Grammatikübungen, um euer Vertrauen in eure Deutschkenntnisse zu stärken. Und das ist noch nicht alles. Wir stellen heute auch einige Wörter und Sätze für die Mittelstufe vor. Genau. Und die schauen wir uns später genauer an in Sophies Vokabelecke, wo Sophie diese Wörter und Sätze aufschlüsselt, ihre Bedeutung erklärt und zeigt, wie man sie in echten Gesprächen verwendet. Also bleibt dran. Am Ende dieser Folge habt ihr nicht nur praktische Schritte, um euer Leben zu verändern, sondern auch neues deutsches Vokabular, um eure Ideen noch besser auszudrücken. Weißt du, Max, wenn ich darüber nachdenke, was wir gerade besprochen haben, wie sich das Leben Stück für Stück verändert, frage ich mich, warum so viele Leute überhaupt Schwierigkeiten haben, diese Veränderungen vorzunehmen. Das ist eine tolle Frage. Veränderung klingt aufregend, oder? Ein Neuanfang, ein neuer Beginn. Aber hier ist die Wahrheit. Die meisten Leute machen diese Veränderungen nie wirklich. Warum? Weil Veränderung schwer ist. Lass uns über die häufigsten Gründe sprechen, warum sich Leute festgefahren fühlen. Ja, zuerst ist da die Angst vor dem Scheitern. Viele Leute fragen, was, wenn ich es versuche und scheitere? Aber was, wenn du es versuchst und Erfolg hast? Jede erfolgreiche Person ist auf dem Weg gescheitert. Der Unterschied ist, sie haben weitergemacht. Genau. Der zweite Grund ist fehlende Richtung. Manche Leute wissen, dass sie ein besseres Leben wollen, aber wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Sie denken, sie brauchen einen perfekten Plan, bevor sie handeln. Und dann gibt es negatives Selbstgespräch. Dinge sagen wie, ich werde darin nie gut sein oder ich bin einfach kein Sprachtyp. Diese Gedanken stoppen den Fortschritt, bevor er überhaupt beginnt. Schließlich einer der größten Fallen, auf Motivation warten. Leute sagen, ich fange an, wenn ich mich bereit fühle. Aber hier ist ein Geheimnis. Motivation kommt nach der Aktion, nicht davor. Das erinnert mich daran, als ich mit einer persönlichen Herausforderung zu kämpfen hatte. Ich wartete immer auf den perfekten Moment, um anzufangen. Aber dieser Moment kam nie, bis ich einfach den ersten Schritt machte. Und als ich das tat, fügte sich alles zusammen. Das ist ein großartiger Punkt. Und ich erinnere mich, dass ich mich genauso fühlte, als ich Deutsch lernte. Zuerst dachte ich bin darin nicht gut, aber dann erkannte ich, der einzige Weg, besser zu werden, war tatsächlich mit dem Üben anzufangen. Genau. Und das bringt uns zu unserer wichtigsten Lektion. Zu verstehen, was dich zurückhält, ist der erste Schritt, um dein Leben zu verändern. Sobald du diese Barrieren erkennst, kannst du anfangen, daran zu arbeiten, sie abzubauen. Also, Max, jetzt, da wir verstehen, was die Leute zurückhält, ist die nächste große Frage. Wie fangen wir tatsächlich an, diese Veränderungen vorzunehmen? Da kommen kleine tägliche Verbesserungen ins Spiel. Die Leute denken oft, sie bräuchten über Nacht eine dramatische Transformation, aber echte Veränderung geschieht allmählich. Hast du von der 1%-Regel gehört? Ja, wenn du dich jeden Tag nur um 1% verbesserst, bist du in einem Jahr 37 Mal besser. Das liegt daran, dass sich kleine Anstrengungen im Laufe der Zeit summieren, genau wie Zinsen auf einem Bankkonto. Genau, und das knüpft an die Macht der Gewohnheiten an. James Clear spricht darüber in die 1%-Methode, Atomic Habits, wie Gewohnheiten unsere Identität formen. Kleine Veränderungen mögen anfangs nicht groß erscheinen, aber sie definieren mit der Zeit neu, wer du bist. Richtig, wie nur 10 Minuten am Tag lesen, täglich 5 Minuten Deutsch üben oder sogar negative Gedanken durch positive Affirmationen ersetzen. Und ich liebe Beispiele aus dem echten Leben. Und ich kenne jemanden, der fließend Deutsch gelernt hat, nur indem er jeden Tag Podcasts gehört hat. Er hat nicht mit einem intensiven Lernplan begonnen, nur mit konsequenten kleinen Schritten. Das ist so inspirierend. Die Quintessenz hier ist, kleine, konsequente Handlungen führen im Laufe der Zeit zu großen Ergebnissen. Also, wenn du zuhörst und dich fragst, wo du anfangen sollst, wähle einfach heute eine kleine Gewohnheit aus. Genau. Und weißt du, Max, während Handeln wichtig ist, gibt es etwas noch Grundlegenderes. Unsere Denkweise.
Denn seien wir ehrlich, wie wir über Veränderung denken, macht den ganzen Unterschied. Absolut. Es gibt etwas, das sich Wachstumsdenken, Growth Mindset versus starres Denken, Fixed Mindset nennt. Wenn du ein Wachstumsdenken hast, glaubst du, ich kann mich verbessern. Aber wenn du ein starres Denken hast, denkst du, ich werde darin nie gut sein. Das ist ein riesiger Unterschied. Und noch etwas. Unser Gehirn ist darauf programmiert, sich auf das zu konzentrieren, worauf wir es trainieren, es zu bemerken. Hast du vom retikulären Aktivierungssystem RAS gehört? Ja, deshalb hörst du ein neues Wort plötzlich überall, wenn du es gelernt hast. Dein Gehirn filtert Informationen basierend auf dem, worauf du dich konzentrierst. Also, wenn du dir immer wieder sagst, ich schaffe das nicht, wird dein Gehirn Beweise dafür finden. Aber wenn du sagst, ich verbessere mich jeden Tag, wird sich dein Gehirn stattdessen auf diesen Fortschritt konzentrieren. Deshalb ist es so wirkungsvoll, deinen Geist neu zu programmieren. 3 großartige Wege dafür sind Affirmationen, Visualisierung und Dankbarkeit. Richtig. Positives Selbstgespräch wie ich werde jeden Tag besser hilft, unsere Gedanken neu zu formen. Visualisierung, sich selbst erfolgreich sehen, trickst dein Gehirn aus, zu glauben, dass es möglich ist. Und vergiss die Dankbarkeitspraxis nicht. Wenn du dich darauf konzentrierst, was gut läuft, trainierst du dein Gehirn, Chancen statt Hindernisse zu sehen. Das ist die Macht der Denkweise. Es ist keine Magie. Es geht darum, dein Gehirn so zu trainieren, dass es für dich arbeitet, nicht gegen dich. So wahr. Jetzt, wo wir über die Macht der Denkweise gesprochen haben, gibt es noch etwas, das die Leute zurückhält, auf den richtigen Moment zu warten, um anzufangen. Ja, so viele Leute glauben, dass sie komplett bereit sein müssen, bevor sie handeln. Aber hier ist die Wahrheit, du wirst dich nie ganz bereit fühlen. Genau, Fortschritt kommt vor Selbstvertrauen. Als ich Deutsch lernte, zögerte ich mit dem Sprechen, weil ich mich nicht bereit fühlte. Ich dachte immer, was, wenn ich Fehler mache? Aber je länger ich wartete, desto schwieriger wurde es. Das ist so nachvollziehbar. Aber als du endlich diesen ersten Schritt gemacht hast, was ist passiert? Nun, als ich anfing zu sprechen, merkte ich, dass Fehlermachen Teil des Lernprozesses war. Jedes Gespräch, selbst mit Fehlern, baute mein Selbstvertrauen auf. Ich war nicht perfekt, aber ich verbesserte mich. Und das ist der Schlüssel. Es gibt ein Konzept, das ich liebe. Erledigt ist besser als perfekt. Zu viele Leute zögern mit dem Handeln, weil sie wollen, dass alles genau richtig ist. Aber in Wirklichkeit ist unvollkommenes Handeln immer besser als kein Handeln. Richtig, wenn du auf Perfektion wartest, wirst du nie anfangen. Ob es nun darum geht, Deutsch zu lernen, eine neue Gewohnheit zu beginnen oder eine große Lebensveränderung vorzunehmen, fang einfach an. Kleine Schritte führen im Laufe der Zeit zu großen Verbesserungen. Also hier eine kleine Herausforderung für euch, unsere Zuhörer. Denkt an eine Sache, die ihr aufgeschoben habt. Es könnte sein, Deutsch zu üben, mit einem Trainingsprogramm zu beginnen oder sogar jemanden um Hilfe zu bitten. Und dann macht einfach heute einen kleinen Schritt. Nicht morgen, nicht nächste Woche, heute. Denn Handeln führt zu Schwung und Schwung führt zu Selbstvertrauen. Genau, kleine, konsequente Handlungen über die Zeit erzeugen massive Veränderungen. Also warte nicht auf den perfekten Moment. Mache heute den Tag, an dem du anfängst. Apropos Handeln, hast du jemals bemerkt, wie sehr unsere Umgebung unsere Gewohnheiten und Entscheidungen formt? Es geht nicht nur darum, was wir tun, sondern mit wem und was wir uns umgeben. Absolut. Die Menschen, mit denen du dich umgibst, der Inhalt, den du konsumierst und die Denkweise, die du annimmst, spielen alle eine riesige Rolle bei der Gestaltung deines Lebens. Ja, es gibt ein berühmtes Sprichwort, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Wenn du von negativen, unmotivierten Menschen umgeben bist, ist es schwer, motiviert zu bleiben. Aber wenn du von positiven, zielstrebigen Personen umgeben bist, werden ihre Energie und Gewohnheiten auf dich abfärben. Das stimmt so sehr. Also, wie können wir eine Umgebung schaffen, die Wachstum unterstützt? Zuerst fang damit an, inspirierenden Menschen zu folgen. Ob Autoren, Redner oder sogar Social-Media-Konten, dich positiven Einflüssen auszusetzen, wird deine Denkweise im Laufe der Zeit verändern. Absolut. Und Online-Lerngemeinschaften beizutreten, ist eine weitere großartige Möglichkeit, motiviert zu bleiben. Es gibt so viele Gruppen für Deutschlerner, Buchclubs und persönliche Entwicklung. Wenn du Teil einer Gemeinschaft bist, die Wachstum schätzt, fängst du natürlich auch an, dich zu verbessern. Und genauso wichtig wie das Hinzufügen positiver Einflüsse ist es, die Exposition gegenüber Negativität zu reduzieren. Das könnte bedeuten, die Zeit mit Leuten zu begrenzen, die ständig klagen, oder sogar negative Nachrichten und soziale Medien zu reduzieren, die deine Energie rauben. Das erinnert mich daran, als ich Deutsch lernte, ich fühlte mich festgefahren, bis ich einer Deutsch-Lerngemeinschaft beitrat. Plötzlich hatte ich Leute zum Üben, zum Teilen von Schwierigkeiten und zum Feiern von Fortschritten. Das hat den ganzen Unterschied gemacht. Das ist so ein tolles Beispiel. Die richtige Umgebung schafft Schwung und macht es einfacher zu wachsen und auf Kurs zu bleiben.
Also, hier etwas zum Nachdenken. Wer sind die 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst? Helfen sie dir zu wachsen oder halten sie dich zurück? Wenn sie dich nicht dazu bringen, besser zu werden, ist es vielleicht an der Zeit, einige Anpassungen vorzunehmen. Umgib dich mit Menschen und Einflüssen, die dich inspirieren und aufbauen. Und apropos Inspiration, manchmal kann das Lernen neuer Wörter und Sätze uns helfen, unsere Ziele und unsere Denkweise noch besser zu formulieren. Deshalb haben wir Sophie hier, um einige Schlüsselvokabeln aus der heutigen Diskussion aufzuschlüsseln. Absolut. Bühne frei für Sophie. Hallo Deutschlerner, es ist Zeit für Sophies Vokabelanalyse. In der heutigen Folge haben Lena und Max einige großartige Konzepte über Veränderung, Denkweise und Umgebung vorgestellt. Schauen wir uns einige Schlüsselvokabeln genauer an und wie man sie in echten Gesprächen verwendet. Das erste Wort ist zielstrebig. Das bedeutet, dass jemand ein klares Ziel vor Augen hat und entschlossen ist, es zu erreichen. Zum Beispiel, um eine neue Sprache zu lernen, muss man zielstrebig sein und jeden Tag üben. Als nächstes haben wir den Ausdruck, den inneren Schweinehund überwinden. Das bedeutet, die eigene Faulheit oder Unlust zu besiegen, um etwas Wichtiges zu tun. Ein Satz wäre: Ich wollte heute Morgen nicht joggen gehen, aber ich habe meinen inneren Schweinehund überwunden. Dann die Komfortzone verlassen. Das bedeutet, Dinge zu tun, die neu oder ein bisschen beängstigend sind, um zu wachsen. Zum Beispiel, um wirklich Fortschritte zu machen, muss man manchmal die Komfortzone verlassen und schließlich eine Gewohnheit etablieren. Das bedeutet, eine neue Routine in den Alltag zu integrieren. Wie? Es dauert etwa einen Monat, um eine neue Lerngewohnheit zu etablieren. Das war's für die heutige Vokabelanalyse. Zurück zu euch, Lena und Max. Danke, Sophie. Das waren wirklich nützliche Wörter und Sätze. Also, Lena, wenn wir unseren Zuhörern eine Kernaussage aus der heutigen Folge mitgeben müssten, was wäre das? Ich würde sagen, du hast mehr Kontrolle über dein Leben, als du denkst. Kleine Veränderungen, die richtige Denkweise und ein starkes Umfeld können dein Leben komplett verändern. Das stimmt so sehr. Und denk daran, Fortschritt passiert nicht über Nacht, aber jeder Schritt, den du machst, bringt dich näher dorthin, wo du sein möchtest. Und vergesst nicht, unseren kostenlosen PDF-Leitfaden zur heutigen Folge herunterzuladen. Er ist vollgepackt mit praktischen Übungen und Vokabeln, um das Gelernte zu vertiefen. Lasst uns auch in den Kommentaren wissen, was ist eine kleine Veränderung, die ihr heute macht. Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, vergesst nicht, uns zu abonnieren, zu teilen und eine Bewertung zu hinterlassen. Lasst uns gemeinsam weiter wachsen. Bis zum nächsten Mal beim Einfach Deutsch Lernen Podcast.